Willkommen zu unserer aufregenden Entdeckungsreise. Haben Sie schon einmal Meeresbewohner mit nadelartigen Zähnen, durchsichtigen Köpfen, glühender Haut und Kiefern gesehen, die sich wie Monster in ihren Albträumen öffnen? Und sie sind sogar noch unglaublicher, wenn sie nicht mit der Kamera eingefangen wurden. Diese Fische sehen nicht nur seltsam aus, sie sind wirklich seltsam. Einige haben noch nie Sonnenlicht gesehen, andere leuchten wie Neonschilder. Einige sind vielleicht sogar älter als Dinosaurier. Sie sind mehr als nur Fische. Sie sind lebende Mysterien aus einer anderen Welt. Bereiten Sie sich darauf vor, in das Unbekannte einzutauchen. Denn hier sind 20 der seltsamsten, unheimlichsten und unglaublichsten Fische, die hier entdeckt würden. Der asiatische Schafkopf-Lippfisch. Sie kennen wahrscheinlich das Sprichwort, es gibt viele Fische im Meer, aber was wäre, wenn einer dieser Fische überhaupt nicht so aussähe, wie Sie es sich vorstellen? Darf ich vorstellen, der asiatische Schafkopf-Lippfisch, ein Meerestier, das so bizarr und einzigartig ist, dass es eher einem Science-Fiction-Film entsprungen zu sein scheint als einer realen Art. Mit seiner vorgewölbten Stirn und den fast menschenähnlichen Gesichtszügen ist er ein Fisch, bei dessen Anblick die Menschen innehalten und sich zweimal umdrehen, wenn sie ihn zum ersten Mal in einem Aquarium sehen. Dieser Fisch ist in den geheimnisvollen Felsenriffen des westlichen Pazifiks beheimatet, von Japan bis Korea und Teilen Chinas, und es ist nicht gerade einfach, auf ihn zustoßen. Es sei denn, man taucht in seinem natürlichen Lebensraum. Und obwohl viele Menschen noch nie von ihm gehört haben, ist der Schafkopf-Lippfisch eines der größten Mitglieder der Lippfischfamilie und kann bis zu 1 Meter lang werden. Aber was ihn wirklich faszinierend macht, ist nicht nur seine Größe oder sein Aussehen. Es ist das, was er tun kann. Dieser Fisch hat die seltene Fähigkeit, sein Geschlecht zu wechseln. Eine überraschende Wendung, die direkt aus dem Spielbuch der Natur stammt. Ja, alle asiatischen Schafkopf-Lippfische werden als Weibchen geboren. Aber im Laufe ihres Wachstums machen einige Exemplare eine natürliche Verwandlung durch und werden zu Männchen. Dieser unglaubliche Prozess fasziniert Wissenschaftler seit Jahren. Als ein Video auf der Erde den Moment festhielt, in dem sich einer dieser Fische vor ihren Kameras verwandelte, war das ein bahnbrechender Moment für die Meeresbiologie. Hier sehen wir also einen Fisch, der nicht nur unsere Vorstellungen davon, wie Meeresbewohner aussehen sollten, in Frage stellt, sondern auch die Regeln der Biologie auf verblüffende Weise umkehrt. Und ob Sie es glauben oder nicht, das ist erst der Anfang. Wir haben eine ganze Liste von Tiefsee-Kuriositäten, die Sie umhauen werden. Vergiss also nicht, den Gefällt mir-Button zu drücken, dich anzumelden, wenn du neu hier bist. Und lass uns tiefer in die seltsamsten Fische eintauchen, von denen du nicht glaubst, dass sie tatsächlich existieren. Der sarkastische Fringehead. Von einem Extrem zum anderen, nachdem wir einen riesigen Fisch mit einem überdimensionalen Gesicht kennengelernt haben, tauchen wir jetzt in die Welt eines winzigen Lebewesens mit einem gewaltigen Ego ein. Wir stellen Ihnen den sarkastischen Fransenkopf vor, ein Name, der schon wie aus einem Cartoon klingt. Aber dieser streitbare kleine Fisch ist alles andere als ein Witzbold. Mit einer Länge von nur etwa 30 Zentimetern mag der sarkastische Fransenkopf klein sein. Aber sein Verhalten? Absolut kolossal. Dieses Miniaturmonster ist der Inbegriff von Territorialität. Schwimmt man ein wenig zu nahe an sein Versteck heran, sei es eine Muschel, eine Felsspalte oder sogar eine weggeworfene Getränkedose, greift es einen an, als gehöre ihm der Ozean. Aber was ist der eigentliche Clou? Das riesige, leuchtend bunte Maul, das sich wie eine außerirdische Blume aus der Tiefe ausbreitet. Das ist nicht nur Show, es ist eine Unterwasser-Herausforderung. Ein visueller Schrei. Zurück! Paul. Und wenn sich 2 von ihnen gegenüberstehen, wird es noch merkwürdiger. Anstatt zu beißen oder zu jagen, stürzen sie sich mit weit aufgerissenen Mäulern aufeinander wie bizarre Ritter des Meeres. Das Ziel? Den anderen zu überwältigen, indem sie buchstäblich versuchen, ihre Münder auf den Kopf des anderen zu klemmen. Es ist intensiv, es ist dramatisch und es ist eines der seltsamsten Unterwasserduelle, das Sie je erleben werden. Wer hätte gedacht, dass etwas so Kleines eine so wilde Vorstellung abliefern kann? Der nördliche Sternengucker. Es gibt viele Lebewesen, die sich auf unterschiedliche Weise an den Ozean und sein Terrain anpassen, um zu überleben. Der nördliche Sternengucker ist ein Beispiel dafür. Denn seine Körperform und Färbung passen sich dem sandigen Meeresboden an. Wenn seine Beute dann über ihm auftaucht, kann er sich aus dem Hinterhalt auf sie stürzen und einen großen Bissen von ihr nehmen.
Er ist einer der vielen Raubtiere der Tiefsee, die aus dem Hinterhalt jagen. Und er ist offenbar sehr geschickt darin, genau das zu tun. Zusätzlich zu seinen Jagdfähigkeiten hat er auch einen ziemlich mürrischen und bedrohlichen Gesichtsausdruck, was ihn zu einem wirklich seltsamen Fisch macht. Der Schleimaal. Wenn Sie mit Aalen vertraut sind, kennen Sie vielleicht auch den Schleimaal, denn er wird als sehr ähnlich empfunden. Tatsächlich bezeichnen viele den Schleimaal als Aalhaut, obwohl er nicht über die elektrischen Organe verfügt, die Aale haben. Stattdessen haben sie einen ziemlich klebrigen Schleim, mit dem sie Raubtiere ersticken und in die Flucht schlagen, denn dieser Schleim befindet sich in ihren Kiemen. Und wie ein altes Sprichwort sagt, wer nicht atmen kann, kann auch nicht kämpfen. Diese Tiere sind einzigartig, weil sie zwar einen Schädel haben, aber keine Wirbelsäule. Sie sind das einzige Lebewesen auf der Welt, das keine Wirbelsäule hat, was sie noch weiter von ihren Aalverwandten unterscheidet. Fangsahnfisch. Sind Sie schon einmal jemandem begegnet, bei dem Sie schon an seinem Aussehen und seinem Verhalten erkennen konnten, dass er nicht der netteste Mensch ist? Nun, bei den Fangzahnfischen ist das nicht anders. Er ist ein kleiner Fisch, der kaum 16 Zentimeter lang wird. Aber wenn man sich seinen Kopf ansieht, ist er nicht nur viel größer als der Rest des Körpers, sondern er hat auch einen großen Satz Reißzähne, mit denen er seine Beute fängt. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass er sich so sehr darauf konzentriert und nicht auf irgendetwas anderes. Tatsächlich hat der Fangzahnfisch im Vergleich zu allen anderen Fischen die größten Zähne im gesamten Ozean. Vampir-Tintenfisch. Es gibt viele Tintenfische und Kraken, über die man in dieser Liste sprechen könnte. Aber im Moment konzentriere ich mich auf den Vampirkalmar, weil er einer der Klassiker ist, von dem die Leute einfach nicht glauben können, dass er tatsächlich existiert. Anders als der Kolossal- oder der Riesenkalmar ist der Vampirkalmar im Vergleich dazu eher klein. Ihr Unterarm könnte sogar größer sein als dieser Tintenfisch. Das Kuriose daran ist, dass er trotz seiner geringen Größe in den tiefsten und dunkelsten Teilen des Ozeans lebt und sogar Organe entwickelt hat, die im Dunkeln leuchten können, sowie ein einzigartiges Kreislaufsystem, das ihm hilft, mit dem Sauerstoffmangel in diesen Tiefen fertig zu werden. Der Grund für die Bezeichnung Vampir-Tintenfisch ist, dass man auf der Unterseite seines Mantels Vampirzähne sehen kann. Und die sind überall. Wir sollten alle froh sein, dass die Kreatur nicht größer ist, sonst hätten wir am Ende alle ein Problem. Die Payara. Was mich manchmal am meisten überrascht, ist, dass es wirklich kleine Fische gibt, die gerne einen großen Biss haben. Und die Evolution ist mehr als bereit, ihnen genau das zu geben, was sie aus irgendeinem seltsamen Grund brauchen. Außerdem leben viele dieser Fischarten tatsächlich im Amazonas, wie zum Beispiel der Payara. Diese Fische werden kaum 1/3 Meter lang, und wenn man sich ihr Maul ansieht, fallen einem die furchterregenden Zähne auf, die aus ihrem unteren Maul herausragen. Diese sind dazu gedacht, Beute zu fangen und sie schnell zu töten, indem sie beeinträchtigen. Was sie vielleicht noch mehr verwirrt, ist, dass diese Fische tatsächlich als Aquarienfische verkauft werden. Die Leute vertrauen offensichtlich darauf, dass andere nicht von diesen Fischen gebissen werden, während sie sich gleichzeitig um sie kümmern. Oder sie wollen einfach nur ihr Geld und scheren sich nicht darum, ob sie gebissen werden, wobei letzteres sehr viel wahrscheinlicher ist. Pyrosomen. Man könnte ohne weiteres behaupten, dass Pyrosomen in einer eigenen Liga spielen, wenn es um Seltsamkeiten geht. Wenn man sich zum Beispiel ein Pyrosom ansieht, könnte man meinen, es sei ein einziges großes Gebilde. Aber das ist es nicht. Stattdessen handelt es sich um Hunderttausende von kleinen Gebilden, die Zoide genannt werden. Je nach Größe können sie entweder extrem klein oder groß genug sein, um weithin sichtbar zu sein. Das hängt ganz von der Kolonie selbst ab. Die Tatsache, dass diese Kolonien in der Lage sind, zusammenzuarbeiten und verschiedene Aufgaben zu erfüllen, ist in meinen Augen erstaunlich. Stellen Sie sich einfach vor, Sie und Ihre Freunde würden eine Aufgabe gemeinsam erledigen und versuchen, dabei effizient zu sein. Glauben Sie mir, Sie werden nicht so effizient sein wie diese Pyrosomen. Sie sind ein Wunder der Gewässer der Welt. Und es ist kein Wunder, dass so viele Menschen sie gerne studieren. Der Steinfisch. Auf den ersten Blick sieht der Steinfisch nicht nach viel aus. Eigentlich sieht er überhaupt nicht wie ein Fisch aus. Aber lassen Sie sich davon nicht täuschen. Versteckt zwischen Korallenriffen und felsigen Meeresböden hat sich dieser Meister der Tarnung einen Titel verdient, den nur sehr wenige Lebewesen auf der Erde für sich beanspruchen können. Er ist einer der
am meisten respektierten Fische im Ozean aufgrund seiner starken natürlichen Abwehrkräfte. Was den Steinfisch wirklich faszinierend macht, ist seine Fähigkeit, sich nahezu perfekt mit seiner Umgebung zu tarnen, mit seinem Körper, der die Struktur und Farbe eines Felsens oder einer Koralle nachahmt. Kann er stundenlang völlig bewegungslos verharren, so dass er für das ungeschulte Auge fast unsichtbar ist. Taucher und Meeresforscher sind schon oft bis auf wenige Zentimeter an einem Steinfisch vorbeigekommen, ohne ihn überhaupt zu bemerken. Aber dieser Fisch hat noch mehr zu bieten als nur gute Versteckmöglichkeiten. Entlang seines Rückens befinden sich scharfe Rückenstacheln, die mit spezialisierten Drüsen verbunden sind, die ein starkes natürliches Gift enthalten, ein Verteidigungsmechanismus, der sich nicht zum Jagen, sondern zum Schutz entwickelt hat. Steinfische sind zwar nicht aggressiv und suchen keinen Ärger, aber wenn man versehentlich auf einen Steinfisch tritt, kann das zu einer schmerzhaften Begegnung führen. Trotz seines furchterregenden Rufs spielt der Steinfisch eine wichtige Rolle in den marinen Ökosystemen. Und Wissenschaftler erforschen sogar sein Gift für potenzielle medizinische Zwecke, einschließlich Schmerzlinderung und Herzbehandlung. Was für eine Wendung der Geschichte. Wenn Sie also das nächste Mal hören, dass die Menschen über die Gefahren des Meeres sprechen, denken Sie nicht nur an die üblichen Verdächtigen. Manchmal sind die bemerkenswertesten Kreaturen diejenigen, die sich im Verborgenen halten, wie der schwer fassbare, geheimnisvolle und seltsam felsenartige Steinfisch. Manta rochen. Kommen wir nun zum coolen Aspekt der Meereslebewesen und sprechen über Mantarochen. Diese Kreaturen haben eine riesige Flügelspannweite und bewegen sich majestätisch durch die Gewässer. Sie sind auch dafür bekannt, dass sie sehr freundlich zu Menschen sind und gerne mit ihnen schwimmen, wenn sie auf sie treffen. Nur zum Vergleich, bei dieser gewaltigen Flügelspannweite gibt es welche, die von einem Ende zum anderen fast 10 Meter lang sind. Doch trotz dieser beeindruckenden Größe sind sie auch Filtrierer. Und das bedeutet, dass sie zu den sanfteren Arten gehören, denen man begegnet. Verwechseln Sie sie aber nicht mit dem Stachelrochen, denn diese sind völlig anders und viel gefährlicher. Mantarochen sind etwas ganz Besonderes und wir müssen uns um sie kümmern, damit sie in unseren Ozeanen nicht verschwinden. Das Neunauge. Wir betreten die Top 10 der seltsamsten Kreaturen im Ozean und die Liste wird immer bizarrer. Lernen Sie einen Fisch kennen, der die Wissenschaftler sowohl verblüfft als auch fasziniert, das Neunauge, auch bekannt als Neunauge. Auf den ersten Blick könnte man es für eine prähistorische Kreatur oder sogar für einen Außerirdischen halten, mit seinem langgestreckten, seeschlangenähnlichen Körper, ohne Kiefer, ohne erkennbare Flossen und mit einem runden Maul mit einer charakteristischen Reihe von spiralförmigen Zähnen ist das Neunauge wirklich einer der einzigartigsten Fische, die je entdeckt wurden. Manche haben sein Maul sogar mit einem Science-Fiction-Portal verglichen. Was Neunaugen jedoch noch einzigartiger macht, ist die Art und Weise, wie sie in der Tiefsee überleben. Einige Filtrierer ernähren sich von Wasser, während andere größere Fische fressen. Dank ihrer einzigartigen Mundstrukturen, mit denen sie sich an Oberflächen festhalten können, haben sie leichten Zugang zu ihren Nahrungsquellen. Eine Anpassung, die die Forscher in Erstaunen versetzt hat. Und jetzt kommt das Interessante. Neunaugen sind unglaublich fruchtbar. Einige Arten können bis zu 100.000 Eier in einer einzigen Laichzeit legen. Damit gehören sie zu den sich am eindrucksvollsten fortpflanzenden Lebewesen auf dem Meeresgrund. Trotz ihres seltsamen Aussehens und ihrer Gewohnheiten sind Neunaugen ein wichtiger Bestandteil des marinen Ökosystems und ein wunderbares Zeugnis für die erstaunliche Artenvielfalt des Ozeans. Besondere Entdeckung. Jetzt ist es an der Zeit herauszufinden, warum ein Fischer riesige Fische fängt, aber blass wird, wenn er das hier drin findet. Eine Gruppe von Fischern war auf dem Krabbenkutter mit ihrer Arbeit beschäftigt, als sie in der Ferne ein Ding im gelben Kreis entdeckten. Natürlich flippten sie aus. Könnte es ein Fisch gewesen sein? Nun, sie fingen es und brachten es herein. Und, wie Sie auf dem Bild sehen können, hatten sie den Fisch aller Fische gefunden. Ein echtes Meerestier. Als sie ihn dann aufschnitten, erlebten sie einen ziemlichen Schock. Er hatte nicht die üblichen fleischigen inneren Organe, sondern mechanische Stützen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine unglaublich beeindruckende und realistische Filmrequisite, die versehentlich auf See verloren gegangen war. Ich bin sicher, dass sie sich danach alle dumm vorkamen. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung im Kommentarbereich unten mitteilen. Der Rotfeuerfisch. Trotz seines wilden Namens ist der Rotfeuerfisch kein echter Löwe
und auch nicht der König des Ozeans. Aber wenn es um seinen Stil geht, ist er sicherlich eines der auffälligsten und mächtigsten Lebewesen im Wasser. Auf den ersten Blick werden sie vielleicht von seinen leuchtenden Flossen und den lebhaften, wellenförmigen Mustern angezogen. Er sieht so schön aus, dass es fast so aussieht, als würde er eine natürliche Kunstform auf dem Meeresgrund vollführen. Aber lassen Sie sich davon nicht täuschen. Seine Farbe ist eigentlich ein Warnsignal für jeden, der ihm zu nahe kommen könnte. Der Rotfeuerfisch hat ein beeindruckendes Verteidigungssystem, lange Stacheln, die über seinen ganzen Körper verteilt sind. Diese Stacheln verleihen ihm nicht nur ein beeindruckendes Aussehen, sondern dienen ihm auch als spezielles Werkzeug, mit dem er sich gegen Feinde verteidigen kann. Hinter seinem weichen Äußeren verbirgt sich ein ausgeklügeltes biologisches System. Und das Interessante daran ist, dass dieser Fisch seine Waffen aus allen Richtungen einsetzen kann, was ihn zu einem Meister der Verteidigung und des Gegenangriffs macht, wenn es nötig ist. Obwohl er in seinen Stacheln Giftstoffe enthält, greift dieser Fisch den Menschen nicht aktiv an. Die meisten Begegnungen mit diesem Fisch finden zufällig oder aus Unwissenheit statt, wenn Menschen tauchen oder die Tiere sammeln. Mit der Entwicklung der Wissenschaft tragen auch moderne Behandlungsmethoden dazu bei, dass Situationen, in denen es zu einem unglücklichen Zusammenstoß kommt, gut bewältigt werden können. Das Wichtigste ist, wenn Sie im Meer einem Rotfeuerfisch begegnen, schauen Sie einfach aus der Ferne zu. Denn er ist ein perfektes Zeugnis für die Magie der Natur, eine Kreatur, die sowohl schön als auch mächtig ist und perfekt darauf ausgelegt ist, in der rauen Welt der Tiefsee zu überleben. Der Seeteufel. Er mag zwar nicht das größte Raubtier sein, das auf dem Meeresgrund umherstreift, tatsächlich sind die meisten Seeteufel recht klein, und selbst die größten erreichen selten 1 Meter Länge. Doch was diesen Fisch so faszinierend macht, ist seine Anpassung an eine der extremsten Umgebungen der Erde, die Mitternachtszone. Das ist ein Teil des Ozeans, in den das Sonnenlicht nicht vordringt, und das Leben muss kreativ werden, um zu gedeihen. Das charakteristischste Merkmal des Seeteufels ist sein leuchtender Köder, ein kleiner, bioluminescenter Vorsprung, der aus der Spitze seines Kopfes herausragt. Diese winzige Glühbirne wirkt wie eine Tiefseelaterne und lockt neugierige Meerestiere an, die heranschwimmen, um den Köder zu untersuchen, nur um zu spät zu erkennen, dass sie sich einem sehr hungrigen Raubfisch genähert haben. Eine geniale Strategie, die so bekannt geworden ist, dass die sogar in Findet Nemo einen Gastauftritt hatte. Aber der Seeteufel beschränkt sich nicht auf die clevere Jagd. Er hat eine der ungewöhnlichsten Fortpflanzungsstrategien im Tierreich. Bei vielen Arten ist das Weibchen viel größer als das Männchen, manchmal sogar dramatisch größer. Wenn ein Männchen eine potenzielle Partnerin findet, heftet es sich anstelle der üblichen Balz an ihren Körper. Im Laufe der Zeit verschmelzen die Körper der beiden, und das Männchen lebt dauerhaft mit ihr zusammen, teilt die Nährstoffe und wird im wahrsten Sinne des Wortes zu einem lebenslangen Begleiter. Das mag unglaublich klingen, aber es ist eine der bizarrsten Lösungen der Natur für die Herausforderungen des Lebens in der Tiefsee. Es ist nicht erschreckend, es ist außergewöhnlich. Der Seeteufel erinnert uns daran, dass die Evolution in den unerforschten Winkeln unseres Planeten voller Überraschungen steckt und dass manchmal die kleinsten Lebewesen die größten Geschichten zu erzählen haben. Die Yeti-Krabbe. Es ist eigentlich etwas überraschend, dass ich noch nicht über Krabben gesprochen habe, denn sie sind etwas, das viele Menschen regelmäßig sehen, und es gibt sie in verschiedenen Formen, darunter auch die seltsamen. Die Yeti-Krabbe oder Kiwa, wie sie in wissenschaftlichen Kreisen genannt wird, ist etwas Besonderes, denn sie sieht ziemlich haarig aus. Wenn man dann noch ihre weißliche Färbung hinzufügt, erhält man eine Krabbe, die wie der berüchtigte Yeti aus der Folklore aussieht. Tatsächlich hat die Yeti-Krabbe ihren Spitznamen wegen ihrer haarigen Pinzetten, die mit einer dichten Schicht haarähnlicher Borsten bedeckt sind. Und man nimmt an, dass diese Borsten Bakterien beherbergen, die die Krabbe als Nahrung nutzen kann. Dieses Aussehen verleiht ihnen das Yeti-ähnliche, zottelige Aussehen. Die Yeti-Krabbe lebt in völliger Dunkelheit und ist fast gänzlich weiß, da sie keine funktionalen Augäpfel besitzt. Sie ist an das Leben in der extremen Tiefsee angepasst und gedeiht in einer Tiefe von über 7000 Fuß unter der Oberfläche. Seit der Entdeckung der ersten Yeti-Krabbe wurden weitere Arten der Familie gefunden, darunter auch solche, die je nach ihrer spezifischen Tiefseeumgebung einzigartige Anpassungen aufweisen. Die Yeti-Krabbe ist ein hervorragendes Beispiel für die unglaubliche Vielfalt und Anpassungsfähigkeit des Lebens in der Tiefsee
und zeigt, wie Organismen an Orten überleben und sogar gedeihen können, die der Mensch kaum je erreichen könnte. Ein weiterer Grund für den Yeti-Vergleich ist, dass die Krabben in einigen der kältesten Gebiete der Welt leben und sich durch den Besuch von Hydrothermalquellen warm halten. Es stimmt also, dass diese Krebse unter extremsten Bedingungen gedeihen. Der Ocean Sunfish. Ich habe Ihnen in dieser Liste schon einige große Dinge gezeigt. Aber mit dem Ocean Sunfish erreichen wir eine ganz neue Ebene des Verrückten und Wilden. Wenn du ihn aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtest, wirst du sehen, wie unförmig er ist. Es ist hoch und etwas lang, aber nicht breit. Und aufgrund seiner Größe wiegt es maximal etwa 1000 Kilo. Er kann bis zu 3,3 Meter lang werden, was ihn zu einem der größten Knochenfische der Welt macht, an den Taucher gerne herankommen, wenn sie unten im Wasser sind. Der Ozeansonnenbarsch ist in den gemäßigten und tropischen Gewässern aller Ozeane der Welt beheimatet. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie wollen, wahrscheinlich nahe genug herankommen können, um ihn selbst zu sehen und zu erfahren, wie er wirklich ist. Der rotlippige Fledermausfisch. Jetzt werde ich dir etwas zeigen, das auf einer ganz anderen Seite des Spektrums liegt. Und zwar eines, das wirklich seltsam ist, weil man es sieht, wenn man es anschaut. Dies ist der rotlippige Fledermausfisch, der genauso ist, wie er beschrieben wird, absolut seltsam. Nun, das sind tatsächlich seine Lippen. Und ich wusste nicht einmal, dass Fische Lippen haben, aber so ist es nun mal. Was an dieser Kreatur besonders seltsam ist, ist die einfache Tatsache, dass sie nicht wirklich schwimmen kann. Du hast richtig gehört, es ist ein Fisch, der nicht schwimmen kann. Viele Fledermausfische sind anscheinend so, also benutzt er seinen Körper, um auf dem Meeresboden zu laufen, damit er seine Beute fangen kann und vor den lauernden Raubtieren in Sicherheit ist. Seltsamerweise gibt es nicht viele Tiere, die einen rotlippigen Fledermausfisch verfolgen. Vielleicht gefällt ihnen sein Lippenstift nicht. Der Piranha. Es ist eigentlich ganz gut, dass ich über Piranhas spreche, denn es gibt viele Mythen und Legenden über diese Fische, die ausgeräumt werden müssen. Wenn du dich zum Beispiel an eine Reihe von B-Grade-Horrorfilmen über diese Fische erinnerst, dann sind sie nicht auf Menschen losgegangen, das haben sie nie getan. Und sie sind sicherlich nicht in der Lage, einen ganzen Menschen in Sekundenschnelle zu verschlingen. Das ist einfach nicht das, was Piranhas tun. Und das haben sie auch noch nie getan. Was sie vielleicht am meisten an diesem Fisch überrascht, ist die Tatsache, dass er technisch gesehen ein Allesfresser ist. Er frisst Fleisch, Pflanzen, Samen und so ziemlich alles andere, was er verdauen kann. Es gibt sogar Arten, die sich ausschließlich von Fleisch ernähren. Wie der Rotbauch-Piranha und solche, die es vorziehen, überhaupt kein Fleisch zu essen. Ihre Beißkraft ist nicht zu unterschätzen. Der schwarze Piranha soll einen der stärksten Bisse in der gesamten Wirbeltierreihe haben. Der Blobfish. Werfen Sie einen Blick auf diesen Fisch und teilen Sie mir Ihren ersten Eindruck mit. Im Ernst, hier gibt es keine Fangfragen, denn für viele Menschen ist dies vielleicht der ungewöhnlichste Fisch, den sie je gesehen haben. Und wissen Sie was? Sie sind nicht allein, wenn Sie so denken. Diese einzigartige Meereskreatur ist gemeinhin als Blobfisch bekannt. Und was Sie hier sehen, ist das Ergebnis von etwas ganz Unerwartetem. Wissenschaft in Aktion. Der Clou: So sieht der Blobfisch in seinem natürlichen Lebensraum nicht aus. In der Tiefsee, wo er tatsächlich lebt, sieht der Blobfisch viel mehr wie ein typischer Fisch aus. Aber in dem Moment, in dem er an die Oberfläche gebracht wird, das ist der Moment, in dem die Verwandlung stattfindet. Und zwar aufgrund von Druck, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Blobfisch lebt Tausende von Metern unter der Meeresoberfläche, in einer Umgebung mit unglaublich hohem Druck. Dort unten ist sein Körper perfekt an die Tiefe angepasst. Aber wenn er plötzlich in Bereiche mit niedrigerem Druck gehoben wird, in die Nähe der Oberfläche, verliert sein weicher, gallertartiger Körper seine Struktur, was ihm dieses ikonische, schlaffe Aussehen verleiht. Wenn Sie sich also schon immer gefragt haben, warum der Blob so aussieht, wie er aussieht, dann hat die Antwort gar nichts mit dem Fisch zu tun, sondern damit, was passiert, wenn der Mensch ihn aus seinem Lebensraum entfernt. In seiner natürlichen Umgebung macht der Blobfisch einfach sein Ding, perfekt angepasst an eine Welt, die wir nur selten zu sehen bekommen. Der Kobold Hai. Wie bereits beim Seeteufel erwähnt, ist der wahre Schrecken manchmal etwas, das man nicht erwartet. Und das ist die perfekte Zusammenfassung dessen, was der Grundelhai ist. Er ist eines der beiden lebenden Fossilien, über die ich am Ende des Videos sprechen werde.
Und er ist mit Abstand einer der schlimmsten der beiden, was den Gruselfaktor angeht. Erstens ist es ein großer Hai. Das ist nicht zu übersehen. Er ist zeitweise etwa 4 Meter lang und damit doppelt so groß wie ein Mensch. Und zweitens ist er eine weitere Kreatur, die in den dunklen Tiefen des Ozeans lebt, aber auch in der Lage ist, in der Nähe der Oberfläche zu überleben. Sie könnten ihm also näher sein, als Sie vielleicht denken. Der größte Nagel in seinem Sarg ist jedoch sein Maul. Sein Maul stammt direkt aus dem Alien-Franchise, denn es ist in der Lage, dieses Maul außerhalb seines Körpers auszufahren, um an seine Beute zu gelangen. Das ist in vielerlei Hinsicht falsch. Die größte Frage ist natürlich, woher es diese Fähigkeit hat. Das ist wirklich etwas, das niemand haben sollte. Und doch ist es so. Wir wissen, dass es ihn schon gab, bevor die Xenomorphen überhaupt existierten. Hat also jemand von diesem Fisch erfahren und gedacht, dass er ihn noch furchterregender machen könnte? Niemand weiß das wirklich. Und das ist vielleicht das Gruseligste von allem. Der Rüschenhai. Lassen Sie uns die Sache etwas auflockern. Denn wenn Sie schon so lange dabei sind, haben Sie es sich auch verdient. Reden wir über den Schnabelhai, der oft als lebendes Fossil bezeichnet wird. Und wenn du ihn siehst, wirst du vielleicht zweimal hinschauen, denn er sieht wirklich nicht wie ein Hai aus, wie wir es gewohnt sind. Tatsächlich ähnelt er mit seinem langen, schlanken Körper und seinen wellenförmigen Bewegungen eher einem Aal. Warum dieses ungewöhnliche Aussehen? Das hat mit der Zeit zu tun. Diese Art existiert seit Millionen, möglicherweise Hunderten von Millionen Jahren und hat in der Tiefsee fast unverändert überlebt. Es ist wie ein Blick in die Vorgeschichte, der immer noch unter uns schwimmt. Sein Körperbau unterscheidet sich deutlich von dem moderner Haie. Die Flossen befinden sich an unerwarteten Stellen und seine Gesamtform wirkt eher altertümlich als kämpferisch. Es ist eine faszinierende Erinnerung daran, wie sich die Natur entwickelt hat und wie sich manche Lebewesen kaum verändert haben. Und damit schließen wir unsere kleine Reise durch einige der außergewöhnlichsten Bewohner des Ozeans ab. Welches Tier hat Sie am meisten überrascht? Und wie würden Sie reagieren, wenn Sie eine solche Kreatur an Land ziehen würden? Wenn Sie ein anderes unglaubliches Tiefseetier kennen, das einen Platz auf dieser Liste verdient, zögern Sie nicht und schreiben Sie es unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn Ihnen dieser Tauchgang in die Tiefsee gefallen hat, gibt es hier noch viel mehr zu entdecken. Bis zum nächsten Mal.